There's only room for one sovereign at a time. You can't be the same as the sovereign if you're the Prince of Wales or the heir. Die königlichen Beobachter waren fassungslos. Selbst König Charles war sprachlos, nachdem Prinzessin Anne eine jahrelang verschwiegene Botschaft von Königin Elisabeth II enthüllt hatte. Eine Nachricht über Catherine, die Prinzessin von Wales. Und wenn Sie erfahren, was es war, werden Sie verstehen, warum die königliche Familie es bis jetzt geheim gehalten hat. Glauben Sie, dass die Königin Katharina immer als zukünftige Königin sah? Vermerken Sie 1, wenn ja oder 0, wenn Sie glauben, dass die Königin Zweifel hatte. Lassen Sie uns diese nie zuvor gehörte königliche Enthüllung aufschlüsseln und wie sie unsere Sicht auf die Monarchie für immer verändern könnte. Catherine von Cambridges Aufstieg zur öffentlichen Präsenz. Catherine etablierte sich schnell als eine der vertrauenswürdigsten Persönlichkeiten der Monarchie. Königin Elisabeth war bekannt für ihr ausgezeichnetes Gespür für ihre Mitmenschen, ihre akribische Aufmerksamkeit für Details und ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Auch wenn sie ihre Ideen nur selten offen äußerte, konnte man ihre Vorlieben eher aus ihren Taten als aus ihren Worten ableiten. Sie sprach systematisch und planvoll in der Öffentlichkeit und bewies in der Regel ihre Zuverlässigkeit, indem sie in kritischen Momenten die richtigen Personen einbezog. Catherine schloss sich der Königin immer häufiger in dieser stillen, unausgesprochenen Sprache der königlichen Pflichten an. Catherines ruhiges und vertrauenswürdiges Auftreten machte sie in den Jahren nach ihrer Heirat mit Prinz William zu einer festen Größe bei königlichen Veranstaltungen. Während dieser prägenden Jahre hielt sie sich zurück, studierte und beobachtete, bevor sie nach und nach mehr Verantwortung übernahm. Die Königin, die Bescheidenheit und Zurückhaltung bei ihren Aufgaben schätzte, schien sie zu beachten. Catherines Soloauftritte nahmen mit der Zeit zu, aber ihre ersten Engagements hatte sie immer mit Prinz William. Ein bemerkenswertes Beispiel ist ihre Teilnahme an feierlichen Anlässen wie dem Remembrance Day und dem Trooping the Colour, bei denen sie ruhiges Vertrauen ausstrahlte. Schließlich wurde sie von der Königin mit Aufgaben betraut, die sowohl eine feste Hand als auch das Vertrauen der Öffentlichkeit erforderten, Eigenschaften, die die Verwaltung der verstorbenen Monarchin auszeichneten. Katharinas Aufstieg im öffentlichen Leben verlief schrittweise und ohne größere Zwischenfälle. Vielmehr baute sie mit einem bewussten Ansatz Vertrauen auf. Beobachter lobten ihre Gelassenheit bei Staatsbesuchen, ihre strikte Beachtung der Etikette und ihre Fähigkeit, mit dem Volk auf herzliche Weise zu interagieren und gleichzeitig die von einem hochrangigen Königshaus erwartete Förmlichkeit zu wahren. Königin Elisabeth schätzte diese Eigenschaften und legte Wert auf Umsicht und Konsequenz. Katharinas Rolle brachte es mit sich, dass sie bei wichtigen königlichen Auftritten in unmittelbarer Nähe der Königin war. Diese Arrangements waren kein Zufall. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass man Katharinas Anwesenheit nicht nur schätzte, sondern sich auch auf sie verließ. Sie symbolisierte die Zukunft der Monarchie in einer Art und Weise, die ein Gleichgewicht zwischen Tradition und moderner Sensibilität herstellte. Ihre Äußerungen waren intelligent und doch einfühlsam. Und ihr Auftreten war sowohl professionell als auch angenehm. In einer Zeit, in der das öffentliche Vertrauen in die Institutionen schwand, bot Katharina Stabilität, was viele Menschen als beruhigend empfanden. Catherines und Annes Zusammenarbeit und Rolle in der königlichen Familie. Hochrangige Mitglieder der königlichen Familie übernahmen zunehmend Verantwortung in der Öffentlichkeit, während sich der Gesundheitszustand der Königin in den letzten Jahren ihrer Regentschaft verschlechterte. Im Jahr 2022 waren Catherine und Prinz William bei den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum immer häufiger zu sehen. Sie unterhielt sich ruhig und methodisch, sowohl mit führenden Politikern als auch mit Mitgliedern der Öffentlichkeit. Obwohl Königin Elizabeth ihre persönliche Meinung zu den Familienmitgliedern nie öffentlich kundtat, gab es ein erkennbares Muster in der Aufteilung der Verantwortlichkeiten und Catherines Teilnahme an hochkarätigen Anlässen
zeigte dieses Vertrauen. Prinzessin Anne gehörte zu denjenigen, die diese Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit verfolgten. Anne war schon immer eines der engagiertesten Mitglieder der königlichen Familie, bekannt für ihre unermüdliche Arbeitsmoral und ihren unerschütterlichen Einsatz für die Monarchie. Sie hatte im Jahr 2023 mehr königliche Verpflichtungen als jedes andere Mitglied der Familie. Ihre Ansichten über Verantwortung, Rechenschaftspflicht und die Rolle der Monarchie waren immer klar. Engagement geht vor Berühmtheit, Handeln vor Aussehen. Trotz ihrer wenigen öffentlichen Äußerungen zu den familiären Beziehungen hat Prinzessin Anne in ihren Kontakten mit Catherine stets gegenseitigen Respekt gezeigt. Beide Frauen schätzen Umsicht, halten sich an hohe berufsethische Standards und sind sich der Herausforderungen ihrer Berufe bewusst. Ihre Verbindung scheint auf einem tiefen Verständnis dafür zu beruhen, was es bedeutet, nach gemeinsamen Grundsätzen zu dienen und nicht nach Leistung. In den letzten Jahren haben sich die Öffentlichkeit und die Medien intensiv mit der königlichen Familie beschäftigt. Trotz dieser Hindernisse hat sich Catherines Ruf recht gut gehalten. Viele haben ihre Fähigkeit gelobt, mit öffentlichkeitswirksamen Themen umzugehen und dabei persönlich stabil zu bleiben. Diese Beständigkeit ist das Ergebnis einer planvollen Herangehensweise an das königliche Leben, die ein Gleichgewicht zwischen Herzlichkeit und Etikette sowie zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre herstellt. Catherines Rolle innerhalb der Familie geht über ihre öffentlichen Auftritte hinaus. Sie hat ihre königlichen Pflichten mit ihrem Familienleben als Mutter von 3 kleinen Kindern in Einklang gebracht. Ihr Engagement, die Meilensteine ihrer Kinder mitzuerleben, erklärt ihre Abwesenheit bei verschiedenen Anlässen, insbesondere bei der Verleihung des Earthshot-Preises Ende 2023. Obwohl diese Entscheidungen regelmäßig in Frage gestellt werden, spiegeln sie eine moderne Auffassung von königlicher Pflicht wider, die sowohl den öffentlichen Dienst als auch die Vaterschaft betont. Catherine ist gegenwärtig die Prinzessin von Wales, eine der prominentesten Rollen in der königlichen Familie. Es handelt sich um eine Aufgabe, die sowohl mit Erwartungen als auch mit Sichtbarkeit verbunden ist. Anstatt es neu zu gestalten, hat sie sich dafür entschieden, seine Geschichte zu ehren und es gleichzeitig an ihren eigenen Stil anzupassen. Ihr Ansatz, der den Grundsätzen von Königin Elizabeth entspricht, setzt eher auf stetigen Fortschritt als auf Innovation. Vertrauen ist in der königlichen Familie nicht leicht zu gewinnen oder zu erhalten. Doch dank jahrelanger präziser Detailarbeit, eines starken Auftretens in der Öffentlichkeit und eines unerschütterlichen Engagements für ihr Amt hat sich Catherine zu einer bedeutenden Akteurin in der künftigen Monarchie entwickelt. Ihre Herangehensweise war eher von bescheidener Verlässlichkeit als von extravaganten Auftritten oder Verlautbarungen geprägt. Denjenigen, die seit langem die monarchischen Traditionen hochhalten, war Catherines heimliche Unterstützung innerhalb der königlichen Familie nicht verborgen geblieben. Prinzessin Anne hat sich unter ihnen immer hervorgetan. Nicht, weil sie Aufmerksamkeit wollte, sondern weil sie vermieden hat. Ihr königliches Leben war geprägt von harter Arbeit, wenig Schnickschnack und einem unerschütterlichen Engagement für die Pflicht. Diese Merkmale haben Catherines öffentliche Persona in vielerlei Hinsicht geprägt. Die Parallelen zwischen den beiden Frauen sind mit Catherines wachsendem Bekanntheitsgrad noch stärker geworden. Prinzessin Anne wird oft als eines der engagiertesten Mitglieder der Monarchie angesehen. Im Jahr 2023 absolvierte sie 457 Engagements und übertraf damit viele ihrer jüngeren Klassenkameraden. Im Gegensatz zu anderen hat Anne die königlichen Pflichten immer als lebenslange Verantwortung und nicht als vorübergehende Aufgabe gesehen. Auch wenn sie nur selten in der Öffentlichkeit spricht, betont sie immer wieder, wie wichtig es ist, sich zu zeigen, sich anzustrengen und private Angelegenheiten zu regeln. Aufgrund dieser Einstellung hat sie sich den Respekt mehrerer Generationen erworben. Catherines Engagement ist konstant und zielgerichtet, auch wenn es zahlenmäßig weniger umfangreich ist. Sie hat sich dafür entschieden,
ihre Bemühungen auf einige wenige Schlüsselthemen zu konzentrieren, vor allem auf die frühkindliche Entwicklung und das Bewusstsein für psychische Gesundheit, anstatt sich mit anderen Anliegen zu verzetteln. Ihre Beteiligung an diesen Programmen ist nicht nur eine symbolische Geste. Sie hat ihre Zeit in der Königlichen Stiftung damit verbracht, langfristige Allianzen zu schaffen, Forschungsstudien durchzuführen und sich mit Experten zu beraten. Ähnlich wie Prinzessin Anne den Inhalt über das Äußere, stellt auch diese Strategie die Wirkung über die Quantität. Als Catherine und Anne im Jahr 2022 gemeinsam eine Entbindungsstation besuchten, kreuzten sich ihre Wege auf tiefgreifende und öffentliche Weise. Die beiden hochrangigen Royals traten zum ersten Mal gemeinsam auf, abgesehen von anderen Familienmitgliedern. Das Ereignis gab einen Einblick in ihre gemeinsame Beziehung, die von Leichtigkeit, Professionalität und einem gemeinsamen Ziel geprägt war. Beobachter stellten fest, dass sich ihre Stile ergänzten. Katharinas besänftigender und mitfühlender Ton passte zu Annes geradlinigem, sachlichem Auftreten. Nur 2 hochrangige Mitglieder des Königshauses erfüllten ihre Aufgaben mit gegenseitigem Respekt und Hingabe. Es gab keinen Sinn für Leistung. Abgesehen von ihren gemeinsamen Überzeugungen mussten beide Frauen mit den Herausforderungen fertig werden, die die Arbeit in einer Familie mit sich bringt, die von der Öffentlichkeit ständig unter die Lupe genommen wird. In Interviews hat Prinzessin Anne betont, wie der Aufstieg der digitalen Medien das königliche Leben verändert hat. Sie behauptete, dass ihre Generation zwar mit Pressekameras und Schlagzeilen konfrontiert war, die heutige Generation jedoch ständig über die sozialen Medien exponiert ist. Ihrer Meinung nach hat dies den Bekanntheitsgrad des Berufs erhöht, während es gleichzeitig schwieriger ist, ihn zu verwalten, insbesondere für jüngere Mitglieder, die sowohl das Geheimnis als auch die Zugänglichkeit wahren müssen. Millionen von Menschen analysieren jede Bewegung, jedes Aussehen und jedes Outfit von Catherine in Echtzeit online. Diese Beobachtung ist also richtig. Trotzdem hat sie eine gewisse Distanz gewahrt, ohne kühl zu wirken. Sie kommuniziert warmherzig mit der Öffentlichkeit und achtet gleichzeitig sehr darauf, ihr Privatleben zu schützen. Obwohl sie gelegentlich bei königlichen Anlässen zu sehen sind, bleibt das tägliche Leben ihrer Kinder weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Es ist schwierig, ein Gleichgewicht zwischen privatem Schutz und öffentlicher Verantwortung herzustellen, aber Catherine hat dies mit ruhiger Disziplin geschafft, was Prinzessin Anne zweifellos anerkennt und schätzt. Ihre Freundschaft steht stellvertretend für ein größeres Band zwischen den Generationen innerhalb der Monarchie. Prinzessin Anne ist ein Symbol für das Erbe der Monarchie, das auf Tradition, Stabilität und lebenslangem Dienst beruht. Obwohl sie jünger ist und modernere Ansätze verfolgt, versucht Catherine nicht, das Unternehmen radikal umzugestalten. Vielmehr unterstützt sie es behutsam dabei, sich so weiterzuentwickeln, dass es die Umgebung widerspiegelt und gleichzeitig seine Grundwerte beibehält. Diese Beziehung ist besonders wichtig, da sie zu einer Zeit stattfindet, in der die königliche Familie mit internen Veränderungen, der Aufmerksamkeit der Medien und den Erwartungen der Öffentlichkeit konfrontiert ist. Catherines Entscheidungen spiegeln in der Regel Annes Selbstbeherrschung wider. Ihre Handlungen sind stets Ausdruck einer langfristigen Perspektive des Dienstes. Sie ist, dass sie nicht auf Anschuldigungen der Boulevardpresse reagiert oder sich von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zurückzieht, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Was im Laufe der Zeit Vertrauen aufbaut, ist wichtiger als das, was auf Anhieb den stärksten Eindruck macht. Auch wenn dies in königlichen Kreisen nur selten öffentlich anerkannt wird, können diejenigen, die diesen Denkstil teilen, ihn auch bei anderen erkennen. Menschen wie Prinzessin Anne haben nach wie vor einen enormen Einfluss auf das Schicksal der königlichen Familie. Sie hat nicht darum gebeten, Mentorin zu sein. Doch ihr Handeln dient als Beispiel für andere. Dieses Beispiel hat eine subtile Auswirkung auf Catherines Lebensumstände gehabt.
Bei der Übernahme ihres Amtes als Prinzessin von Wales wird sie nicht nur mit Erwartungen konfrontiert, sondern auch mit der subtilen Weisheit derer, die vor ihr da waren. Die Werte sind konstant und jeder weiß, was die Monarchie erwartet und wie man sie am besten erfüllen kann. Diese Partnerschaften werden in Zeiten des Übergangs noch wichtiger. Die Verantwortung für die Repräsentation liegt in der Regel bei einer kleinen Gruppe von hochrangigen Mitgliedern des Königshauses, da König Karl jetzt die Monarchie leitet und seine öffentlichen Aktivitäten aufgrund gesundheitlicher Probleme regelmäßig eingeschränkt sind. Zu ihnen gehören Anne, Prinz William und Catherine. Obwohl jede von ihnen ihre eigenen Stärken hat, haben alle drei eine methodische, systematische und institutionentreue Einstellung. Am auffälligsten ist die nahtlose Integration von Catherine in diesen Kern. Ihre Beziehung zu Anne wirkt nicht erzwungen oder metaphorisch. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und gewachsenen Vertrauens. Trotz ihres unterschiedlichen Alters und Hintergrunds beweist ihr gemeinsames Ziel, dass das Fundament der Monarchie solide ist. In einer Zeit der Unsicherheit für öffentliche Einrichtungen in der ganzen Welt tragen sie dazu bei, durch gegenseitigen Respekt und gemeinsame Überzeugungen Kontinuität zu gewährleisten. Catherines Einstellung wird eindeutig sowohl von ihren eigenen Werten als auch von den Vorbildern ihrer Umgebung beeinflusst, da sie immer mehr Verantwortung übernimmt. Obwohl sie diese Einflüsse nur selten offen anspricht, zeigt ihr Verhalten, dass sie ihnen große Aufmerksamkeit schenkt. Sie hat diese Eigenschaften im Laufe der Zeit entwickelt, unterstützt durch eine Kultur, die Verantwortung über Drama, ruhige Disziplin, sorgfältige Vorbereitung und die Fähigkeit, ohne Übertreibung zu interagieren, schätzt. Prinzessin Anne ist in dieser Hinsicht mehr als nur eine stille Unterstützerin gewesen, indem sie vorlebte, was es heißt, ein Leben lang zu dienen, hat sie dazu beigetragen, die Kultur zu formen, die Catherine nun leitet. Diese verdeckte Mentorenschaft, die auf gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Beobachtung beruht, zeigt, wie die königliche Familie am besten funktioniert, durch Taten und nicht durch Worte. Obwohl sich Prinzessin Anne und Catherine in den letzten Jahren immer ähnlicher geworden sind, hatte Catherines frühe Beziehung zu Königin Elizabeth II einen erheblichen Einfluss auf ihre königliche Erziehung. Catherines Eintritt in die königliche Familie wurde von Beginn ihrer Heirat mit Prinz William im Jahr 2011 an methodisch arrangiert, sowohl um sie vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu schützen, als auch um sicherzustellen, dass sie auf ihre Position vorbereitet war. Königin Elisabeth spielte in diesem Prozess eine kleine, aber wichtige Rolle. Obwohl sie sich nur selten öffentlich zu den Familienmitgliedern äußerte, bekundete die Königin ihre Unterstützung regelmäßig durch private Gesten und symbolische Handlungen. Die Königin verstieß gegen einen Präzedenzfall, in dem sie Catherine erlaubte, Weihnachten in Sandringham zu verbringen, was eines der wichtigsten Ereignisse vor der Hochzeit von Catherine und William war. Da dies für Verlobte eine Seltenheit war, wurde diese Entscheidung als formelle Einladung zum Eintritt in die Familie interpretiert, um Catherine Zeit zu geben, sich an die Pflichten und die Aufmerksamkeit des königlichen Lebens zu gewöhnen, wurde ihr Zeitplan in den folgenden Jahren absichtlich niedrig gehalten. Während dieser Zeit durfte sie unter der direkten Aufsicht der Königin die internen Aktivitäten der Monarchie untersuchen. Die Rolle von Catherine von Cambridge in der königlichen Familie. Als sie begann, mehr Verpflichtungen einzugehen, wurden ihre ruhige Haltung und ihr Respekt für das königliche Protokoll deutlich. Die Königin schätzte Catherine sehr, da sie ihre Loyalität und Mäßigung stets respektierte. Sie traten gemeinsam bei einer Reihe bemerkenswerter Anlässe auf, darunter das Diamantene Jubiläum im Jahr 2012 und das Platin-Jubiläum im Jahr 2022. In jeder dieser Phasen erweiterte Catherine ihr Aufgabengebiet stetig. 2019 nahmen Catherine und die Königin an einer ihrer seltenen gemeinsamen offiziellen Veranstaltungen teil, der Einweihung einer neuen Bildungseinrichtung am King's College London. Beobachter des Königshauses
konnten beobachten, wie sie sich gegenseitig beruhigten und wie die Königin Catherine offensichtlich in ihre offiziellen Verpflichtungen einbezog. Ihre Partnerschaft war geprägt von gegenseitigem Respekt vor den Gepflogenheiten, der Rechenschaftspflicht und der Diskretion. Die Königin schien Katharinas Herangehensweise an ihre Aufgaben zu schätzen, die ihr Lebenswerk als Staatsdienerin mit persönlicher Selbstbeherrschung verband. Catherine war immer respektvoll, ging nie zu weit und suchte nie unnötig die Aufmerksamkeit. Das Verständnis der Königin davon, was es bedeutet, die Monarchie zu symbolisieren, entsprach diesen Eigenschaften. Im Hintergrund galt Catherine als jemand, der das Erbe der Königin aufrichtig respektierte. Sie zollte dem Erbe regelmäßig Tribut, indem sie Kleider trug, die subtile Anspielungen auf den Sinn für die Sein der Königin enthielten. Trotz der großen öffentlichen Aufmerksamkeit blieb sie während der Ereignisse ruhig. Catherine behielt die traditionelleren Taktiken bei, die die Regierungszeit von Königin Elisabeth geprägt hatten, und das in einer Zeit, in der Zugang und Sichtbarkeit immer mehr zur Definition von Personen des öffentlichen Lebens beitrugen. Es wird angenommen, dass Catherine die Königin regelmäßig in Windsor und Balmoral besuchte, auch wenn sie nicht in offiziellen Angelegenheiten unterwegs war. Obwohl diese Reisen nie öffentlich gemacht wurden, schienen sie auf eine Beziehung hinzudeuten, die über offizielle Verpflichtungen hinausging. In der Regel wird in diesen ruhigeren Phasen gegenseitiges Verständnis aufgebaut. Obwohl die Königin ihre Meinung nur selten offen äußerte, haben mehrere Mitglieder der königlichen Familie verraten, dass sie Catherines Engagement für ihre Arbeit, ihre Aufmerksamkeit für ihre Familie und ihre Bereitschaft, ohne Protest zu dienen, bewunderte. Catherines ständige Teilnahme an wichtigen Familienereignissen hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie vertrat die königliche Familie schweigend bei den Ritualen des Remembrance Day, den Gottesdiensten zum Commonwealth Day und der jährlichen Trooping the Colour Ceremony. Sie kommunizierte mit dem Publikum in einer aufrichtigen und doch kontrollierten Art und Weise, mit feinen Gesten und gut gewählten Worten. Dank dieser Eigenschaften stieg sie zu einem der vertrauenswürdigsten Mitglieder der königlichen Familie auf. Die Entscheidungen der Königin waren immer stark von ihrem Sinn für das Erbe geprägt, der mit zunehmendem Alter immer wichtiger wurde. Sie erkannte die Notwendigkeit einer stabilen Zukunft, nachdem sie verschiedene Veränderungen in ihrer Familie und ihrem Umfeld miterlebt hatte. Catherine war jemand, der die königlichen Ideale hochhalten und gleichzeitig eine Brücke zwischen der Tradition und der Zukunft schlagen konnte. Je mehr Verantwortung Catherine und Prinz William übernahmen, desto mehr wuchs dieses Vertrauen. Während der letzten Besuche der Königin vertraten William und Catherine die Monarchie regelmäßig bei offiziellen Anlässen und ausländischen Treffen. Ihre wachsende Präsenz spiegelte die allmähliche Übertragung von Verantwortung durch die Königin wider und Katharinas Fähigkeit, diese Aufgaben selbstbewusst zu übernehmen, stärkte das Vertrauen, das sich im Laufe der Zeit langsam aufgebaut hatte. Mitte 2022 hatten die Königin und Catherine ihren letzten öffentlichen Auftritt anlässlich des Platin-Jubiläums. 3 künftige Königinnen standen Seite an Seite, während Catherine neben ihrer Tochter Prinzessin Charlotte und dem König auftrat, die den Standard für königliche Pflichten gesetzt hatten, was einen Moment der Einheit der Generationen markierte. Die Bedeutung des Ereignisses wurde nicht vergessen. Katharinas Beziehung zur Königin war mehr als nur eine Formalität. Es war ein einschneidendes Erlebnis. Die Königin stellte sich nie offen oder offiziell hinter sie, aber ihr Verhalten deutete immer wieder darauf hin. Katharina etablierte sich allmählich sowohl als zukünftige Königsbraut als auch als zukünftige Königin-Gemahlin, beginnend mit frühen Einladungen, gemeinsamen Auftritten und Vertrauen hinter den Kulissen. In der Wahrnehmung dieser Verantwortung vertrat sie die Überzeugungen der Königin, die sich am Dienen orientierte, keine Rücksicht auf Show nahm und auf Kontinuität bedacht war. Dank der Stiftung wurde Katharina auf den nächsten Schritt ihrer königlichen Karriere vorbereitet. Nach dem Tod der Königin Ende 2022
begann für das Königreich eine neue Ära unter König Karl. Und als sich Katharinas Verantwortlichkeiten verlagerten, wurden die Auswirkungen ihrer frühen Jahre unter der stillen Anleitung der Königin deutlich. Sie ging mit der ruhigen Gewissheit vor, in die Fußstapfen eines der dauerhaftesten Monarchen Großbritanniens zu treten, anstatt abrupte Änderungen vorzunehmen oder kühne Forderungen zu stellen. Neben ihrem wechselnden öffentlichen Auftreten war Katharinas allmählicher Aufstieg innerhalb der königlichen Familie auch durch die Beziehungen gekennzeichnet, die sie innerhalb der Institution aufbaute. Ihre Beziehung zu König Karl ist eine der subtilsten und wichtigsten. Die Freundschaft zwischen Catherine und Charles ist zu einem wichtigen Aspekt der modernen Monarchie geworden, auch wenn sie weniger Beachtung findet als ihre Beziehungen zu Königin Elizabeth und Prinzessin Anne. Catherine ging mit ihrer Rolle als Mitglied der königlichen Familie von Anfang an verantwortungsvoll und aufmerksam um. Ihre ersten öffentlichen Auftritte mit Charles bei offiziellen Anlässen zeugten von einer höflichen Beziehung. Man hat sie bei Familientreffen lächeln sehen, bei öffentlichen Veranstaltungen zwanglos plaudern sehen und bei bedeutenden Zeremonien im Laufe der Jahre ein einheitliches Gesicht aufgesetzt. Diese kleinen, häufigen Begegnungen haben dazu beigetragen, ein vollständigeres Bild ihres Wohlbefindens und ihres Vertrauens zu vermitteln. Als Prinz von Wales vertrat Charles typischerweise den traditionellen Kern der Monarchie mit starken Ansichten zu Architektur, Verantwortung und Umwelt. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im öffentlichen Dienst und unterstützt seit langem wohltätige Projekte über den Prince's Trust. Obwohl sie wesentlich jünger ist und aus einem anderen Umfeld stammt, hat Catherine durch ihre eigenen Initiativen nach und nach einige der langjährigen Interessen von Charles übernommen. Die Rolle von Katharina von Wales in der königlichen Familie. Obwohl sie sich auf die psychische Gesundheit und die frühkindliche Entwicklung konzentriert hat, spiegelt ihre Arbeit allmählich das gleiche Engagement für langfristige Auswirkungen und den vorsichtigen Aufbau von Institutionen wider, auf das Charles sein ganzes Leben lang gedrängt hat. Ihr gemeinsames Pflichtbewusstsein und ihr Engagement für gute Zwecke haben sie beruflich noch enger zusammengeschweißt. Catherines Arbeit mit der Royal Foundation zeigt eine Vorliebe für forschungsbasierte, praktische Ergebnisse. Diese Methode unterstützt Charles' Schwerpunkt auf sozialem Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und traditionellen Werten. Diese Synergie ist zwar gering, wird aber immer deutlicher, je mehr Verantwortung Catherine übernimmt. Sie handelt gelegentlich unabhängig, unterstützt William aber dennoch in einer Weise, die dem Endziel der Familie zugutekommt. Charles hat bei öffentlichen Auftritten unbestreitbare Bewunderung für Catherine gezeigt. Er zeigt stets die Gesten eines Schwiegervaters, der sich aufrichtig um seine Schwiegertochter kümmert, indem er ihr bei einer feierlichen Veranstaltung sanft auf die Schulter tippt oder bei einem Spaziergang mit ihr spricht. Trotz ihrer üblichen königlichen Zurückhaltung zeigen diese Gespräche ein stärkeres Vertrauen in ihre Fähigkeit, die Härten des königlichen Lebens zu meistern. Seit Charles 2022 das Amt übernommen hat, ist diese wachsende Nähe besonders spürbar. Als König ist er für die symbolische Führung, die konstitutionelle Verantwortung und die nationale Repräsentation verantwortlich. Catherine ist auch für den täglichen Betrieb der Institution immer wichtiger geworden, da sich Prinz William darauf vorbereitet, diese Rolle zu übernehmen. Prinzessin von Wales ist einer der historisch bedeutsamsten Titel der königlichen Familie und ihre derzeitige Position verlangt von ihr sowohl strategische als auch zeremonielle Verpflichtungen. In diesem Zusammenhang erhält die Beziehung von Charles und Catherine eine neue Bedeutung. In einer Zeit, in der sich sowohl die Monarchie als auch die öffentliche Meinung im Umbruch befinden, verlässt sich der König auf eine kleine Anzahl vertrauenswürdiger Personen. Catherine hat sich ihre Position in dieser Gruppe durch ihr sorgfältiges Vorgehen und ihr konsequentes Auftreten in der Öffentlichkeit verdient. Sie hat bewiesen, dass sie die Monarchie in einer modernen Gesellschaft repräsentieren kann und gleichzeitig
den Wert der Tradition anerkennt. Ihre Fähigkeit, eine solche Harmonie herzustellen, trägt zu den größeren Bemühungen des Königs bei, die Kontinuität zu wahren und gleichzeitig die Organisation für die Gegenwart zu modernisieren. Katharinas Einstellung zum Familienleben spiegelt ihre Fähigkeit wider, diese Aufgaben zu bewältigen. Ihre Entscheidungen über öffentliche Auftritte zeigen ihr Engagement für die Erziehung. So wurde beispielsweise berichtet, dass Prinz George wegen seiner Schulprüfungen nicht an der Earthshot-Preisverleihung in Singapur Ende 23 teilnahm. Sie sagte, sie sei zu Hause geblieben, um seine schulischen Pflichten zu erfüllen und ihn bei den Vorbereitungen zu unterstützen. Die Bevölkerung reagierte positiv auf diese Entscheidung, die den Eindruck verstärkte, dass sie ihrer Familie Vorrang vor ihren königlichen Pflichten einräumt. Solche Entscheidungen werden in der königlichen Familie nicht leichtfertig getroffen. Es kann schwierig sein, ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen und beruflichen Verpflichtungen zu finden, vor allem, wenn die Öffentlichkeit ständig zuschaut. Catherine hingegen hat dieses Gleichgewicht hervorragend bewahrt. Sie unterstützt ihren Mann in seiner Aufgabe als Erbe, nimmt an wichtigen königlichen Zeremonien teil und regiert ihr Haus mit Mitgefühl und Zielstrebigkeit. Diese Aktivitäten sind nicht nur symbolisch, sie sind vielmehr Teil eines langfristigen Plans, der mit dem Ziel König Karls übereinstimmt, eine modernisierte, effiziente königliche Familie zu schaffen. Während seiner frühen Regierungszeit legte der König großen Wert auf Kontinuität und Stabilität. Die Anwesenheit von starken, kompetenten Persönlichkeiten wie Katharina wird umso wichtiger, als sein öffentlicher Zeitplan aufgrund gesundheitlicher Probleme regelmäßig geändert wird. Sie sorgt für die emotionale Konsistenz in der Perspektive des Publikums und für die visuelle Kontinuität bei öffentlichen Veranstaltungen. Ihr Ansatz ist gründlich, systematisch und basiert auf denselben Werten, die Charles immer zu verteidigen versucht hat. Sie ist nicht performativ. Diese Beziehung hat sich auch bei staatlichen Ereignissen und familiären Meilensteinen als wichtig erwiesen. Viele Menschen schätzten Katharinas Verhalten während der Beerdigungszeremonien von Königin Elisabeth und der anschließenden Trauerzeit. Sie unterstützte William und den Rest der Familie bei ihren zeremoniellen Pflichten und ihre Teilnahme an den ersten Ritualen von Charles, die als König, spendete Trost in einer schwierigen Zeit. In diesen Episoden zeigte sich ihre Bereitschaft, sich zu wehren, wenn es nötig war, nicht die Initiative zu ergreifen, sondern Ruhe und Würde zu bewahren und die Linie zu halten. Menschen wie Catherine bringen sowohl Tradition als auch Wandel mit sich, denn die Monarchie passt sich an eine Welt mit komplexen Erwartungen und schnellen Veränderungen an. Sie und König Charles hatten eine Beziehung, die auf Vertrauen und nicht auf Zurschaustellung beruht. Ihre derzeitigen Aufgaben, der Ton, den sie bei Veranstaltungen anschlägt, und die Art und Weise, wie sie die Familie sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene repräsentiert, sind alles Beispiele dafür. Sie erreicht dies, ohne über die Stränge zu schlagen, ihren Willen durchzusetzen oder das System, das sie unterstützen soll, zu gefährden. Catherines derzeitige Position in der königlichen Familie ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt harter Arbeit, bewusstem Lernen und echtem Engagement im Dienst. Sie ist nicht nur das Ergebnis ihres Titels oder ihres öffentlichen Images. Katharina die Große, eine Schlüsselfigur der königlichen Familie. In ihrer jetzigen Funktion als Prinzessin von Wales steht Diana an der Spitze einer Monarchie, die mit institutionellen Veränderungen, einem Generationswechsel und sich ändernden öffentlichen Erwartungen zu kämpfen hat. Sie zeichnet sich eher dadurch aus, dass sie sich ständig das Vertrauen der Öffentlichkeit, der Medien und ihrer Zeitgenossen im Königshaus erarbeitet hat, als durch eine bestimmte Leistung. Sie ist in der britischen Bevölkerung nach wie vor sehr beliebt. Jüngsten Untersuchungen zufolge ist Catherine das zweitbeliebteste Mitglied der königlichen Familie, nach Prinz William. Dieser Grad an Akzeptanz ist nicht auf Spektakel oder wichtige öffentliche Ereignisse zurückzuführen.
Sie resultiert vielmehr aus der Art und Weise, wie sie ihre Aufgaben mit Ruhe, Toleranz und einer Bodenständigkeit erfüllt, die ein breites Spektrum von Menschen anspricht. In einer so alten und bedeutenden Institution wie der Monarchie demonstriert sie die Art von konsequenter Führung, die die Menschen mit Kontinuität verbinden. Catherines Engagement für die frühkindliche Entwicklung ist einer der bemerkenswertesten Aspekte ihrer Rolle. Jahrhundert gründete sie das Royal Foundation Center for Early Childhood, ein langfristiges Projekt, das sich der Erforschung und Vermittlung der Frage widmet, wie sich frühe Erfahrungen auf spätere Ergebnisse auswirken. Ihr Ansatz, den Wandel von Grund auf zu gestalten, spiegelt sich in ihrem langfristigen Programm wider, das weder eine Kampagne noch eine saisonale Aktivität ist. Um diese Sache voranzutreiben, hat sie führende Persönlichkeiten der Gemeinde, Wissenschaftler und Pädagogen besucht, was darauf hindeutet, dass ihr Engagement über feierliche Auftritte hinausgeht. Dieses Engagement für die frühkindliche Bildung ist Teil eines größeren Musters in Katharinas Erfüllung ihrer königlichen Pflichten. Anstatt sich auf Dutzende von Anliegen zu konzentrieren, hat sie beschlossen, große Investitionen in Branchen zu tätigen, die mit ihren Idealen übereinstimmen und ihr einen großen Einfluss ermöglichen. Neben der frühkindlichen Bildung hat sie sich für die Gesundheit von Müttern, die Förderung der psychischen Gesundheit und die Unterstützung junger Familien eingesetzt, auch wenn diese Anliegen nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Berühren sie Millionen von Menschen und Catherines Engagement verleiht ihnen Gültigkeit und Aufmerksamkeit. Ihr öffentliches Auftreten wird jedoch durch ihr persönliches Handeln unterstützt. Sie bewahrt das gleiche Maß an Förmlichkeit und Höflichkeit, egal ob sie an einem Staatsbankett oder an einem Gemeindezentrum teilnimmt. Bei ihren Rundgängen ist sie bekannt für ihren realen Kontakt zu den Menschen, ihren Augenkontakt, ihr aufmerksames Zuhören und ihre Fähigkeit, sich Namen und Informationen zu merken. Im Laufe der Zeit summieren sich diese kleinen, realen Momente zu einem öffentlichen Auftreten, das sowohl respektiert wird, als auch ansprechbar ist. Catherines Beständigkeit ist eine ihrer wertvollsten Eigenschaften in einer Zeit, in der Authentizität hoch geschätzt wird. Aufgrund ihrer Vertrauenswürdigkeit hat sie innerhalb der königlichen Familie an Einfluss gewonnen. Auch wenn es ihr an verfassungsrechtlicher oder politischer Autorität fehlt, wird es immer deutlicher, dass sie den Schwerpunkt und den Ton des königlichen Engagements bestimmen kann. Sie steht regelmäßig im Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit, repräsentiert die Familie vertrauensvoll im Ausland und ist eine zuverlässige Ansprechpartnerin für die Menschen im Vereinigten Königreich. In dieser Rolle trägt sie dazu bei, die Monarchie zu modernisieren, indem sie im täglichen Leben der Menschen reaktionsfähiger und sichtbarer macht, anstatt ihren Kern zu verändern. Catherines Familienleben spielt eine wichtige Rolle für ihre Identität. Sie hat klar und deutlich erklärt, dass die Erziehung ihrer 3 Kinder für sie an erster Stelle steht. Während Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mit dem Wissen um ihre zukünftigen Aufgaben aufwachsen, haben sie auch eine solide Grundlage, die es ihnen ermöglicht, eine einigermaßen normale Kindheit zu verbringen. Es ist schwierig, dieses Gleichgewicht zu erreichen, vor allem, wenn die Medien ständig auf einen aufmerksam werden. Catherine und Prinz William haben jedoch fleißig daran gearbeitet, ihre Familie so zu führen, dass ihre Kinder geschützt und auf das Rampenlicht vorbereitet werden. Sie ist unter anderem deshalb so anerkannt, weil sie es schafft, ihre privaten und öffentlichen Pflichten unter einen Hut zu bringen. Obwohl sie in den Medien nicht übermäßig präsent ist sie immer da, wenn es darauf ankommt. Obwohl sie nicht viel über sich selbst spricht, vertritt sie durch ihr Handeln konsequent ihre Werte. Aufgrund ihrer strengen Kalibrierung hat sie viele der Probleme vermieden, die andere bekannte Persönlichkeiten geplagt haben. Sie hat es geschafft, ihre Bedeutung aufrechtzuerhalten, ohne aufdringlich, stark oder übermäßig freimütig zu sein. Catherines Position wird sich wahrscheinlich noch viel weiter ausdehnen, wenn sich die königliche Familie
an die modernen Bedürfnisse anpasst. Sie hat sich als künftige Königin-Gattin positioniert, die die Kontinuität der Monarchie repräsentiert und gleichzeitig als Unterstützungsfigur für Prinz William dient, dank ihrer Bereitschaft, Selbstbeherrschung und langfristigen Planung. Sie macht nicht viel Aufhebens um sich selbst, aber wenn sie es tut, zieht sie die Aufmerksamkeit eher durch ihre Anwesenheit auf sich als durch Dramatik. Einer der wichtigsten Vorzüge der Monarchie ist heute ihre Präsenz, die durch jahrelange Beobachtung, Hingabe und stille Führung geprägt wurde. Sie steht nicht nur für ihren eigenen Weg, sondern auch für die Grundsätze, die von älteren Königen wie Königin Elizabeth und Prinzessin Anne behutsam weitergegeben wurden. Außerdem erinnert Catherine daran, dass Führung nicht unbedingt laut sein muss. Sie kann ruhig, beständig und dauerhaft sein in einer Zeit, in der die Dinge zu schnell gehen, als dass man darüber nachdenken könnte. Glaubst du, dass Catherine wirklich verkörpert, was es bedeutet, eine zukünftige Königin zu sein? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit und lassen Sie uns über die Art von Führungskraft sprechen, die Sie sich wünschen. Wenn dieser königliche Moment Ihr Herz berührt hat, tippen Sie auf den Gefällt mir-Button. Abonnieren Sie die Seite und aktivieren Sie die Benachrichtigungen für weitere beeindruckende Geschichten aus dem Inneren der Krone.